Die Tasche von Oma. Kann ich diese Tasche sehen? Natürlich, gute Wahl. Fast. Was heißt fast? Die Farbe ist schön, die Form praktisch. Und wo ist das Problem? Meine Oma hatte so eine Tasche. Ihre Oma? Ja, eine sehr praktische Frau. War das jetzt ein Kompliment? Ehrlich gesagt, ein bisschen ja. Nur ein bisschen? Naja, die Tasche ist sehr solide. Solide klingt nicht modern. Mit ihr kann man zur Bank gehen. Ich gehe aber nicht zur Bank. Dann ist sie vielleicht nicht ideal. Sind Sie Verkäufer oder mein Feind? Heute bin ich ein ehrlicher Verkäufer. Das ist eine seltsame Strategie. Aber Sie kaufen keinen Unsinn. Und wenn ich Unsinn mag? Dann haben wir viel Auswahl. Sehr witzig. Entschuldigung, die Tasche ist nicht schlecht. Aber sie ist wie von Oma. Ein kleines bisschen. Ich möchte etwas Modernes. Dann nehmen Sie lieber diese hier. Schwarz? Das ist zu langweilig. Langweilig funktioniert manchmal gut. Ich brauche keine Arbeitstasche. Was für eine Tasche brauchen Sie? Eine Tasche mit Wow-Effekt. Dann passt die erste nicht. Weil meine Freundin Oma sagt? Vielleicht, aber sehr höflich. Helfen Sie mir oder verwirren Sie mich? Im Ernst? Beides. Gut. Zeigen Sie mir etwas Lebendigeres. Hier ist eine rote Tasche. Die ist zu laut. Sie wollten doch lebendiger. Lebendig, aber nicht wie ein Feuerwehrauto. Verstanden. Dann diese dunkelgrüne Tasche. Oh, die ist interessant. Ja, nicht langweilig und nicht zu laut. Und nicht wie von Oma? Das hängt von der Oma ab. Bitte. Okay. Nein, sie sieht modern aus. Passt sie zu meinem Mantel? Ja, sehr gut sogar. Sagen Sie das nur, weil Sie verkaufen wollen? Auf keinen Fall. Dann hätte ich die erste gelobt. Stimmt. Was kostet sie? 79 €. Oh, das ist schon viel. Es gibt 20% Rabatt. Jetzt klingt es besser. Und die Qualität ist wirklich gut. Wo ist der Haken? Innen ist nicht viel Platz. Wie wenig Platz? Handy, Schlüssel, Geldbeutel. Das war's. Und ein Regenschirm? Nur ein sehr kleiner. In Deutschland ohne Regenschirm? Gefährlich. Da haben Sie recht. Dann haben wir wieder ein Problem. Es gibt eine ähnliche, aber größere. Und wie teuer ist sie? 99 €. Sie führen mich langsam zur teuren Tasche. Nein, ich führe Sie zur richtigen Tasche. Das klingt fast professionell. Danke. Ich übe noch. Zeigen Sie mir die größere. Hier ist sie. Die ist wirklich schön. Und der Regenschirm passt hinein. Was würde Ihre Oma sagen? Endlich eine vernünftige Tasche. Gut, ich nehme sie.
Eine sehr gute Entscheidung. Aber ganz ehrlich, Immer. würden Sie diese Tasche kaufen? Nein, ich trage einen Rucksack. Sie sind unmöglich. Aber Ihre Tasche ist wirklich gut. Das falsche Paket. Felix, guten Tag. Haben Sie kurz Zeit? Ja, natürlich. Was ist los? Vor meiner Tür steht ein Paket mit Ihrem Namen. Mit meinem Namen? Das ist seltsam. Ja, und es steht mitten im Flur. Entschuldigung, der Kurier hat wohl einen Fehler gemacht. Vielleicht, aber die Adresse passt auch nicht ganz. Was steht auf dem Paket? Felix Berger, 3. Stock, Wohnung 8. Aber ich wohne in Wohnung 6. Genau, Wohnung 8 ist meine Wohnung. Also mein Name, aber Ihre Wohnung? Ja, deshalb habe ich nichts gemacht. Das ist gut. Fremde Pakete öffnet man nicht. Natürlich nicht. Ich wollte nur fragen. Ist das Paket groß? Es ist mittelgroß, aber es steht ungünstig. Ich erwarte heute nur ein Paket. Was haben Sie bestellt? Ein Regal für das Bad. Dann könnte das Paket wirklich Ihnen gehören. Ja, das ist möglich. Aber warum steht meine Wohnung darauf? Ich prüfe kurz meine Bestellung. Gut, dann wissen wir mehr. Moment. In der App steht Wohnung 8. Sie haben meine Wohnung angegeben? Ja, das ist mir sehr peinlich. Wie ist das passiert? Mein Handy hat wohl die falsche Wohnungsnummer gespeichert. Ihre Wohnung und meine Wohnung? Ja, ich hatte Ihnen einmal wegen der Hausversammlung geschrieben. Und seitdem kennt Ihr Handy meine Wohnungsnummer? Leider ja. Es wollte helfen. Und hat alles komplizierter gemacht. Genau so sieht es aus. Gut. Hauptsache, wir haben den Fehler gefunden. Ich hole das Paket gleich ab. Warten Sie kurz. Ich habe auch ein Problem. Natürlich. Was ist passiert? Heute sollte auch mein kleines Paket kommen. Und es ist nicht angekommen? In der App steht beim Nachbarn abgegeben. Bei welchem Nachbarn? Dort steht nur Berger. Also vielleicht bei mir? Genau deshalb bin ich gekommen. Ich sehe kurz vor meiner Tür nach. Gut, ich warte hier. Ja, hier liegt ein kleines Paket. Auf welchen Namen? Auf Lena Hoffmann, Wohnung 8. Das ist mein Paket. Dann hat der Kurier beide Pakete verwechselt. So sieht es aus. Ihr Paket bei mir, mein Paket bei Ihnen. Gut, dass wir im selben Haus wohnen. Und gut, dass Sie direkt gekommen sind. Ich wollte kein fremdes Paket im Flur lassen. Das verstehe ich. Das ist unangenehm. Was ist in Ihrem Paket? Ein Regal für das Bad. Hoffentlich. Und bei mir sind Kaffeefilter. Dann ist das kleine Paket sicher Ihres. Ja, ohne Kaffee ist der Morgen schwer. Dann tauschen wir einfach. Genau, hier ist Ihr Paket. Danke. Und hier ist Ihres. Danke, jetzt ist alles richtig.
Ja, und entschuldigen Sie die Verwirrung. Kein Problem. Hauptsache, wir haben es geklärt. Nächstes Mal prüfe ich die Adresse. Das ist eine gute Idee. Und ich vertraue meinem Handy nicht mehr blind. Das klingt vernünftig. Einen schönen Tag, Lena. Ihnen auch, Felix.